Und dann begrüße ich euch zu einer neuen Folge The Outer World. Ich glaube, dass wir hier jetzt noch die wunderbaren Siedler überreden müssen, nachdem wir jetzt den Strom denen weggenommen haben. Bin ja gespannt, ob wir gleich mit ein klein wenig Kampf zu rechnen haben. Oder auch nicht. Mal schauen, was nehmen wir denn da für eine Waffe? Eigentlich die Pistole war jetzt da auch nicht so geil, muss ich mal so sagen. Skopstab. Zu Boden werfen. Spezialfähigkeit. Weil ist ja eigentlich. Ach so, wahrscheinlich. Weil das ein Zweihänder ist. Ne? Okay, aber ich glaube, sonst habe ich halt eigentlich keine so besonderen Waffen mehr. 134, Sturmgewehr, Pistole, ja. Komm, wir nehmen erstmal. Ich muss sagen, dass halt die Energiemunition ist halt bei dem Elektrowerfer, bei dieser wunderbaren Tesla-Spule einfach dermaßen geil. Das ist schon, na, einfach angenehm. Aber nicht dagegen sagen. Okay, ganz schön runtergestylt gerade. Okay, sind jetzt abgehauen. Ist ja auch kein Saft mehr. Mal. Okay. He used to follow me around before he left the cannery. Ja. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Ja, wirklich, weil... Ich würde eigentlich eher sagen, dass es um Weed halt noch geht. Ich meine, es klingt halt noch selbstgefälliger, wenn ich jetzt sage, ja, also eigentlich, nee, es ist jetzt nichts Persönliches, ich brauche halt nur den Energieregulator. Naja. You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. Ja, gut, ich meine, man könnte ja noch mal ein Wort oder so You Reed offering einbringen. to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Und was ist eigentlich zugestoßen? Wir wissen ja nicht mal den Grund, warum direkt ist, außer der miesen Behandlung dort. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Brauche ich Hilfe? Ich meine, ich kann jeden umlegen. Größtenteils, wenn die nicht stärker sind als ich. Okay, was ist gerade überhaupt meine Mission?
Ich hätte... Naja gut, ich hätte vielleicht noch ein bisschen was überbringen können an der Nachricht, aber hätte das unbedingt was geändert? Ich meine, es würde was definitiv verändern. Weil ich meine, wenn die dort einziehen, ist doch wieder alles wie Tobi, Frutti, wie auch immer. Wieder Freude Eierkuchen oder wie? Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. You're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I've seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Oh, ja. Was nehmen wir? Aber eigentlich, prinzipiell, ich bin auch nur auf der Durchreise. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Ja, eigentlich zum Lernen ist nie zu spät. Technik 5 ist zwar eigentlich relativ gering, würde ich sagen, aber nehmen wir. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Aber was ist eigentlich mit dem dritten Datapad, wenn wir schon mal davon reden? I wish I knew. I wager the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Ja, eigentlich, ich würde Bescheid geben, wenn ich sie irgendwann mal finde, mal wieder. I'd be grateful. Ja, ohne Strom kommt er nicht I've been weit. thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to read and make a real case for myself. Wer weiß. Ich meine, eventuell führen wir jetzt auch einfach einen Führungswechsel durch. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Danke, dass du dich jetzt freust und mich gleich hassen wirst. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Tritt. Ja, überreden auf die eine oder andere Art. Wahrscheinlich ja. Edgewater's not just a town to Adelaide. It's a symbol of everything that's wrong with this colony. A big, heartless machine of metal and gears grinding workers down to dust. We're the closest thing Adelaide's got to a family. We go back to Edgewater, she's gonna feel betrayed. Führen wir einen kleinen... Sure, suit yourself. I'll be here. Werden wir einen Führungswechsel durchführen? Ich meine,
es würde wahrscheinlich einige Probleme in dieser Stadt, ja, verändern. Ich meine, klar, als Genugtuung. Aber da ist halt wirklich auch so dieser Punkt, ganz amüsanterweise dachte ich werde hier gleich mit Fackeln und Heugabeln davongejagt von den Bewohnern hier. Aber die sind ja anscheinend auch eigentlich größtenteils so der Meinung, dass eigentlich Zurückkehren nicht die schlechteste Option ist. Aber halt mit der Führung, dass die alle zermalmt werden, ja, ist halt schon richtig. Und das ist halt ein, ja, gewisser Punkt, da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Die Frage ist halt auch, welche Auswirkungen hat es? Ach, wie viel hält er aus? Die Schrot macht ja was Darsch bei dem. Bei dir auf alle Fälle mehr. Okay, von wo kriege ich jetzt hier gerade? Okay, ihr seid einfach. Das ist ein Argument. Aber die Schrotflinte macht echt gute Arbeit bei euch. Okay, das ist der ganz dicke. Oh, doch. Schrot akzeptabel. Bei menschlichen Zielen. Okay, heilen wir uns mal ganz kurz. Ah, lauf doch nicht weg, ey. Soll ich mal Granaten? Okay. Oh, wir haben aber echt gerade guten Schaden gemacht. Wo wir in dem kleinen Modus drin waren. Ist das so ein Schadensbooster? Nice. Das macht natürlich hier einiges einfacher, würde ich mal behaupten. Okay, komm. Du läufst hier nicht weg, ey. Ja, lass mir ganz kurz nachladen. Da rennt der die ganze... Und wir haben das Jagdgewehr. Sehr angenehm. Okay. Kinetischen Schaden. Vergangenheit zu oft von genetischen verwundet. Weil ich will es eigentlich ablehnen. Weil ich meine, das trifft oder betrifft dann eigentlich sehr viel Schaden, der auf mich zukommen würde. Und ich war jetzt hier nicht gerade schon erfolgreich. Okay, warte mal. Wir haben ja jetzt ein Jagdgewehr. Sonst was willst du? Maschinengewehr. Ui, 320er Schaden. Die Munition bestimmt schwere, ne? Leichte. Das austauschen damit haben wir einmal mit schwer und hier Rest ist leichte und Energie. Ja. Ziemlich ungenau, aber dafür kloppen wir wahrscheinlich alles weg. Aber ich glaube, ich bin überladen. Ja, bin ich. Ja, die Pistolen. Weg. Nutze ich eh gar nicht mehr. Pistole, ich behalte erstmal noch so einen gewissen Teil davon. So. Hat sich ja gelohnt, die Platz zu machen. Jetzt haben wir auch ein Jagdgewehr. Das gefällt mir auch. Okay, wieder Sturmgewehr. Hab ich die gar nicht getötet hier? Schon wieder überlastet. Bringt mir hier... Ach komm, weg. Weg damit. Alles weg, was unnütz ist. Aber wir sind immer noch kurz vor überladen. Wir müssen halt zum Schiff zurück. Ich glaube, ich habe so viel... Ja, eigentlich Schrott mit mir rum zu schleppen. Ich glaube, das ist... Ja, müssten wir mal entsorgen. Ja. Ich muss jetzt nochmal gucken, was so die einzelnen Symbole bei den Waffen aussagen. Bringe ich den jetzt um? Wird die halt
ungerne verraten. Ich meine halt hier auch wieder jegliche Entscheidung, die ich treffe, ist falsch. Ungünstig. Aber ich denke mal, sollten wir ihn überreden können, könnte es noch ganz gut funktionieren, weil ich tippe mal, wir werden hier einige Probleme mit der Konzernwache hier bekommen. Beziehungsweise die Frage ist halt dann auch, was danach passiert. Weil sollten die Wachen, also halt hier alle ausgeschaltet werden, glaube ich mal nicht, dass der Konzern sagen wird, wir lassen euch in Ruhe. Das bezweifle ich mal. Dann hätte ich beinahe sogar gesagt, dass wir die so überreden, die mitkommen. Okay. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Okay, ja. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. Was ist jetzt das Beste? Man muss natürlich auch halt fragen, was kommt halt von der Etage halt über ihn? Ja, das sollte ich mal nicht erzählen. Aber irgendwie die Stadt ist halt schon, geht vor die Hunde. Zumindest von der Seuche aus, ja. Ja. Her son got sick with plague a couple years back. Company never gave us enough medication to treat the whole town. So I had to choose, you see. Adelaide's child or someone else's. She's never forgiven me. I don't expect she ever will. Hat er halt auch wieder recht. Wir wissen verdammt noch mal zu wenig. Weil das ist halt auch so der Punkt. Selbst wenn er ein bisschen die Medizin hat und kaum rausgibt, ist halt auch immer so der Punkt. Von wo wurden dann die werten Bewohner hier dann noch anderes Zeug bekommen? Oder halt, ja, medizinisches Zeug, wenn nichts mehr vom Konzern kommt. Ich weiß halt nicht, ob der Heiltee da ausreicht dafür. Aber irgendwie zerfällt halt schon die Stadt. Ja, I have schon been wieder. holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I'm a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. Alles ist eine Entscheidung, die auf einer gewissen Art und Weise falsch wäre. Die anderen, ja. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. Stimmt, ja. Ich glaube, die Nahrungsversorgung hier ist auch eigentlich, ja, geil. Aber habt ihr eigentlich schon mal richtiges Gemüse gegessen? The very notion is just grotesque. A raw vegetable? Why don't you just ask me to go chew the bark off of a tree? We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat saltuna here, and only saltuna. Alter. Das ist schon echt unangenehm. Aber das ist doch, wir fangen an, wir könnten noch in eine halbwegs richtige Richtung kommen. Dass wir vielleicht doch zumindest eine Situation schaffen, wo halt auch den Leuten es jetzt zumindest besser geht. Vielleicht Adelaide, der kann mir eigentlich egal sein, aber wenn den Leuten im Allgemeinen, vielleicht andere, ja,
Richtlinien oder wie auch immer gegeben werden kann. Aber ein bisschen besseres Leben wäre doch auch schon mal ganz angenehm. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of them and shut down the greenhouse. Okay. Das ist natürlich auch interessant. Wahrscheinlich um den eigenen Profit zu erhöhen. Oder halt, also gut, das kann natürlich auch ich nenne es mal in Anführungszeichen, Zufall passiert sein, dass hier der Boden übersättigt ist. Aber, oder übersäuert ist es ja. Könnte man natürlich auch noch böse denken. Okay, aber was braucht es eigentlich, um dich zu überzeugen? Evidence. Adelaide has a secret and I want to know what it is. If she's tending crop in her greenhouse, she's discovered something. Okay, aber was könnte es eigentlich sein? No, but I will give you a word of advice from the Spacer's Choice Manual of Conduct. If you want to discover the truth about someone, search their belongings. Okay, ich glaube aber, das hat gerade nicht ganz so gepasst mit dem Nein. Auf meine Frage. Na gut. Okay, dann schauen wir uns mal um. Weil eigentlich, es wäre am besten, wenn halt der Streit auf die eine oder andere Art halt beigelegt wird und die halt hier in die Stadt wieder zurückkehren. Weil nur so kann es funktionieren. Und ich komme hier halbwegs mit einem guten Gewissen und einem funktionierenden Schiff noch weg. Würde ich eigentlich sagen, werde ich mich mal auf dem Weg... Obwohl, warte mal, was haben wir noch? Achso, hätte ich den umbringen müssen, ne? Kann nicht. Ich habe aber jetzt hier gerade keine Quest dazu bekommen. Aber ich soll mit Beweisen zurückkommen. Ich hoffe mal, es funktioniert noch. Nicht, dass jetzt hier gesagt wird, nee, muss noch mal mit ihm reden. Aber eigentlich wäre drin. Okay, aber gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in der Siedlung wieder, wo wir mal etwas, ja, durchsuchen werden und nach ein paar Beweisen schauen werden. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit, ciao.